Hoch oben in den kargen Felsen der Dolomiten, dort wo heute Wanderer die Aussicht genießen, herrschte einst Krieg. Kein moderner, bewegter Krieg, sondern einer des Ausharrens, der Stollen, des Steins. Hier am Werk Landrow gruben sich die Soldaten der kaiserlich und königlichen Armee Österreichs-Ungarns in die Berge wie Schatten, fest entschlossen, diese Linie gegen jede italienische Offensive zu halten. Was heute als Naturidylle erscheint, war damals ein Ort voller Angst, Entschlossenheit und Tod. Lawinen, Granaten und Entbehrung bestimmten den Alltag. Noch immer zeugen die Ruinen der Stellungen, alte Wege und Relikte aus dieser Zeit. Sie erzählen von einer vergessenen Front. Einer Front, die sich tief in den Stein und die Geschichte Europas gefressen hat. Wir nehmen euch mit auf eine Spurensuche. Dorthin, wo einst das Herz des Gebirgskriegs pochte. Mitten hinein in das Werk Landrow und die Schatten seiner Verteidiger. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich stehe gerade an einer Straße und zwar gegenüber von dem Werk Landrow in Südtirol. Und für uns geht es heute aber in diese Richtung, das gegenüberliegende Werk, was gar nicht so bekannt ist. Und ihr könnt es zum Teil ein bisschen erkennen. Das ist so ein bisschen ausgesetzt. Hier ist im Prinzip noch so ein Festungsbereich, der höchstwahrscheinlich bis da hoch geht. Wir sind mal vor einigen Jahren zum Teil ein bisschen da hochgeklettert, auch schon in diese ganze Geschichte reingegangen, aber nicht weit. Da hatte ich dann irgendwann abgebrochen. Da waren wir auch zugegebenermaßen schlecht ausgerüstet. Das sieht heute besser aus. Und ja, wir werden uns das Ganze jetzt mal angucken und hoffentlich, soweit die hochkommen, soweit es halt möglich ist und vor allen Dingen ein paar Drohnenaufnahmen auch machen. Und ja, bleibt gespannt. Ja, wir bewegen uns jetzt hier erstmal in so einem Flussbett, wo jetzt allerdings gerade kein Wasser ist, Gott sei Dank. Wir haben jetzt hier auch schon wieder die ersten Relikte. Hier steht sogar eine Nummer drauf, K618. Vielleicht weiß jemand von euch, was das hier mal gewesen ist. Schon total verbogen. Könnte aber auch einfach nur ein Kanister oder sowas gewesen sein aus der Zeit. Ja, und das hier ist eine richtige Steilwand. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder richtig schön hochklettern. Und Gott sei Dank ist es trocken. Das heißt, es sollte diesmal einfacher sein. So, wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, wo das hier war. Hier unten ist auf jeden Fall eine Mauer. Wir gehen jetzt mal eben dahin. Aber die sieht zu aus, ne? Oder haben die zugemacht? Oder waren das mehrere? Hier oben ist noch wie so eine Art Eingang hier oben. Eine Höhle oder was? Ich kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Hier oben geht ja praktisch auch noch ein Weg an der Seite hoch, ne? Wir sind ja damals irgendwie da reingegangen. Kurze Hose, genau. Ich glaube, eine Taschenlampe gerade noch so. Das war ganz wild. Es kann aber sein, dass das mehrere Mauern waren. Weil die ist komplett zu. Ich weiß auch nicht, kann ja auch sein, dass sie die irgendwie frisch zugemacht haben, ne? Aber ich glaube, das war eine andere Mauer. Also Leute, hier wäre auf jeden Fall ein Zugang gewesen. Seht ihr hier? Da oben ist auch noch so ein Pin. Da konnte man das wahrscheinlich auch irgendwie abtarnen. Die war, glaube ich, schon immer zu. Die war schon immer zu, ne? Die war noch höher.
Also hier würde jetzt auch noch ein Weg hochgehen, ne? Da hat Melanie recht. Hier ist das Loch. Hier bin ich damals durch. Und dann irgendwie an der Seite oben rausgekommen, glaube ich, ne? Kommt auch wieder ein richtiger Luftstrom raus. Wir zeigen euch jetzt erstmal eben kurz den Zugang hier. Man könnte das sehen. Das ist also praktisch wieder so ein Stollensystem. Und ja, wollen wir jetzt praktisch höher gehen, gucken, ob wir anders rankommen oder wollen wir hier durchkriechen? Gut, wir schauen mal, wo wir jetzt eben hergehen oder ob wir jetzt hier durchgehen. Gucken wir mal. So, das ist die zweite, oder besser gesagt schon die dritte Mauer, auch mit einem Zugang mittlerweile. Hier haben wir auch noch ein Relikt. Ganz alte Konservendose. So. Leuchten jetzt noch mal rein hier. Ich würde sagen, ich gucke jetzt eben einmal hier vorne, wie der Verlauf ist. Ne? Siehst du das? Ja, das geht runter. Es geht aber auch rechts weiter. Ich guck mal, wie sich das ausgeht. Hier kommt auch nicht so ein krasser Zug. Sowas von übel, denke ich, ne? Mittlerweile. Das gibt's nicht, ne? Das scheiß Sitzen. Durch links wollte ich jetzt nicht gehen. Hier mal ein Stück. Ja, also. Das ist das gleiche Ding wie beim letzten Mal. Nach der Seite, also von hier aus rechts, geht es jetzt nur in so eine größere Halle. Dann ist aber alles zu. Und links gehst du ein kleines Stück und dann kommst du wieder an dieser Tür raus. Kannst du dich damals noch erinnern? Und die eine Wand weiter, halt, wo auch das Loch ist. Also mehr ist dann hier drin nicht ausgebaut. Willst du jetzt hier drin oder an der Seite lieber weiter gehen, um irgendwie mal hochzukommen, da wo er... An der Seite. Also hier draußen. Gut. Ja Leute, dann filme ich das jetzt nicht extra nochmal. Wenn, dann kann ich es euch von der Tür nochmal zeigen. Wir gehen jetzt erstmal außen rum, weil wir wollen ja mal bis oben hin, wo die Mauern und so weiter sind. Das Betonierte, da müssen wir den Weg erfinden. Jo. So Leute, wir sind jetzt hier an der Felskante vorbei, hier hoch. Und das war damals, ich weiß nicht, ob wir es im Video gezeigt hatten, kann ich mich nicht erinnern, die andere Wand. Und der Teil, der hier betoniert war, das war so gesehen unsere Tür. Aber ihr habt es ja, ihr habt es gerade nicht gesehen, aber da drin, wie gesagt, geht es nicht weiter. Nur zu den zwei Mauern, wo auch jeweils ein Loch drin ist. Ja, wir müssen aber praktisch hier gerade Linie über den Nadelbaum hoch. Vielleicht ging es mal von unten her, das wissen wir nicht, aber jetzt nicht mehr. So Leute, Fallen. Hier, ganz gefährlich jetzt. Stacheldraht. Liegt immer noch überall rum. Ihr könnt sehen hier, der ist verschüttet. Bin ich hängen geblieben. Pass auf, hier ist auch irgendwas.
Gucken jetzt erstmal von hier jetzt gleich, ob das überhaupt jetzt noch möglich ist. Aber wenn jetzt hier noch so ein Zeug ist, halte ich am besten an dem Baum fest. Denkt dran, hier ist der Stacheldraht. Oh, Entschuldigung. So, ich werde jetzt was machen. Ich werde jetzt hier eben mal kurz spähen, wie der Weg jetzt hier geht. Weil das muss hier oben sein. Von hier unten sieht man es jetzt schon wieder nicht mehr. Und es ist halt mega steil. Und da dürfen wir uns jetzt eigentlich keinen Fehler erlauben. Weil ihr seht, hier sind die Bäume umgestürzt. Hier ist auch sowas wie ein Borkenkäfer aktiv. Teilweise. Und ja, gibt halt keinen ausgeschilderten Weg, ne? So. Ich gucke jetzt mal hier am besten. Ja. Am besten wartest du mal eben kurz hier und ich gucke einfach mal, bevor wir alle beide da hochstürzen. So Leute, ihr könnt es mir ansehen. Die Schweißperlen auf der Stirn. Wir sind jetzt hier hochgekommen. Ihr könnt jetzt hier anhand der Passstraße hier unten erkennen, wie viele Höhenmeter das sind. Also es ist auf keinen Fall zum Nachahmen empfohlen, weil hier zeichnet sich auch irgendein Weg ab. Also irgendwo da hinten startet er vermutlich. Aber das war für uns nicht ersichtlich. Deshalb ein Tipp an euch, falls ihr das nachmachen wollt. Auf keinen Fall diesen Weg, das ist kreuzgefährlich. Hier drüben ist das Werk Landrow mit dem darüber liegenden Werk, diesen Bunker nochmal. Und hier sind jetzt Abstufungen, ihr könnt es hier sehen, das sind betonierte Stellungen hier. Da ist die nächste und dann kommt noch eine, die davor gesetzt ist. Ja, und somit hat man hier perfekte Sicht auf die Straße. Und ja, ich weiß jetzt halt nicht, wie man das Werk hier nennt. Es gibt aber scheinbar hier noch, ja, es ist wahrscheinlich kein richtiges Werk, sondern es sind halt einzelne Unterstände, die man aufgrund der Lage hier positioniert hat und dass man halt von der Seite halt auch wirken kann. Hier ist ja auch so ein Unterstand. Und ihr habt ja gesehen, das hier auch, gehört es auch dazu? Gehört scheinbar auch zum Werk Landrow. Okay. Gut, dann ist das halt die Gegenseite. So. Oh. Oh, hier ist, glaube ich, noch mal was Größeres. Hier haben sie nochmal einen Unterstand gemacht. Mit Höhlen. Stollen, die sie hier reingemacht haben. Guck mal, hier oben. Da war mal so ein Überstand betoniert. Da ist auch noch ein Blechteil. Hier hat schon jemand Feuer gemacht, aber hier werden die sich einen Unterstand gemacht haben, wo die sich halt bei Wind und Wetter unterstellen konnten. Ich weiß halt nicht, ob die hier auch neben Maschinengewehren auch größere Sachen betoniert haben, größere Sachen gesetzt haben. Auch für eine Kanone oder sowas. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie die Bewaffnung dann hier ausgesehen hätte. Da geht es, glaube ich, noch zu irgendwelchen Höhlen. Die gehören aber, glaube ich, dann auch nicht mehr dazu. Aber da oben seht ihr ja so ein Schlupfloch und da oben, da ist irgendwie Holz befestigt und da ist auch nochmal eine Höhle. Und hier oben sehe ich auch irgendeine Stahlverankerung. Vielleicht ging hier nochmal ein Seilzug hoch und vielleicht ist da oben ja nochmal irgendwas, aber da... Ja, genau, hier so ein Blechschild. Ja, sehr interessant. Ich kann ja nochmal eben kurz versuchen, hier hoch zu gehen. Ob da oben in dieser Höhle noch irgendwas ist. Da unten könnt ihr Melanie sehen. Hierhin habe ich gerade gesehen, hier ist noch irgendeine Stellung. Hier bin ich jetzt hoch. Und hier ist halt wie so ein Durchbruch. Es sind auch so Vertiefungen drin. Aha. Ah, das ist im Prinzip nochmal so ein Posten gewesen. Ausgesetzt hier. Und konnte man auch nochmal in diese Richtung wirken. Dass halt so viele
Schützen und Geschütze oder Maschinengewehre in diese Richtung feuern konnten bei Bedarf. Okay, und ist auch geklärt. Melanie hat jetzt noch was von dem Hauptweg aus erspäht. Und zwar ist hier oben noch ein Stolleneingang und das schauen zwei so Stahlbalken raus aus dem Berg. Zwei Stahlelemente und dann ganz nach oben, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr krafttechnisch. Das sieht auch viel zu steil aus. Da oben ist noch ein Stollenzugang. Ich werde jetzt mal eben bis da oben noch hingehen. Es ist einfach extrem hier. Das ist schon wieder halt alles richtig alpines Gelände. Und der Aufstieg, der hat auch echt Körner gefressen. Da. Oh, hier sind glaube ich noch so Relikte wie Dosen und so weiter. Hier die zwei Stahlelemente. Ich denke mal, dass sie hier noch einen Seilzug oder Seilbahn bis da oben hin hatten. Unterstand, den gucken wir uns jetzt an. Ja, sorry, ich bin jetzt aktuell auch wirklich nicht im Training. Speziell für so ein Gelände, hoch, runter. Deshalb verzeiht mir, wenn ich hier ab und zu mal am Keuchen und Stöhnen bin. So. Alte Dosen. Hier noch mehr. Hier noch ein größerer Deckel. Holz. Hier wieder das Phänomen, dass man rausschauen konnte. Auch wieder in diese Richtung, also ihr seht, hier konnten viele Schützen letztendlich auf die Straße wirken. So, das war's. Ja, von diesen kleinen Ausbuchtungen, sage ich jetzt mal, hat man viele hier im Berg, wo die sich dann einfach nur zurückgezogen haben. Mehr nicht. Oder halt auch Material gelagert haben. Weil die brauchten ja dann auch im Winter entsprechende Möglichkeiten, um sich unterzustellen. Das ist das halt. So, und da oben, wie gesagt, kommt noch mehr, aber das sparen wir uns. Puh, da unten ist Melanie. Hier ist nochmal eine Metallplatte. Also man kann hier oben halt also noch viel auf dem Boden einfach finden, ohne jetzt zu graben. Gerade durch Schnee und so weiter, der das im Frühjahr dann runterspült durch das Wasser, was dann der Schnee, der geschmolzen ist, und da kann man immer wieder Sachen finden. Auf jeden Fall halt Konserven ohne Ende. Halt auch Munitionsreste habe ich schon gefunden. Also hier unten sind sehr, sehr viele Dosen. Vermutlich, weil der Baum hier umgestürzt ist. Da kommt auch viel zum Vorschein. Das ist halt alles noch aus der Zeit. Es sind auch Schriftzüge unter den Dosen, aber ich kann die nicht entziffern, was da drauf steht. Da hätte man das mal genau identifizieren können. Ich zeige euch das nochmal eben. Ja. Okay, Melanie sagte, die hat gerade einen guten Spot gefunden, um die Drohne steigen zu lassen. Ja. Hier. Überall. Da hinten geht's weiter. Das ist alles von den Soldaten damals. Das haben die natürlich nicht runtergeschafft früher.
oder irgendwie eingesammelt. Das hat da keinen interessiert im Krieg. Und das gammelt halt immer noch rum. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier heile runterkomme. Ich habe euch das ja jetzt noch nicht richtig gezeigt. Nur einmal von hier oben, wo wir hier hochgekeucht sind. Ich laufe jetzt noch mal eben kurz die ganzen Posten hier ab. So, also Nummer 1 wäre hier. Das ist aber schon zum Teil, ja, vielleicht gesprengt. Weil hier ist jetzt noch mal so eine Scharte. Vielleicht ging es ja hier auch mal rein. In dieses Gebäude, sage ich jetzt mal. So, und dann kannst du im Prinzip aufpassen. Hier noch weiter runter. So, dann ist man hier in der nächsten Stellung. So. Da seht ihr nochmal schön das Werk Landroh hier. Und dann kann man im Prinzip nochmal hier runter gehen. Das ist, glaube ich, ganz schön ausgesetzt jetzt. Da ist schon was weggebrochen. Ui. Ja. Das ist der letzte Abschnitt. Hier ist nochmal irgendwie so ein Rahmen für ein Regal oder so, keine Ahnung. Da auch. Oder hier war eine Plattform draufgesetzt und dann kam man hier hoch. Zu diesem Turm, den man immer von unten sieht. Und hier sind auch sowieso Treppen, die hier reingehen. Da können wir das gut erkennen. Ja. Ja, das hatte man damals halt viel schlechter gesehen von unten. Da musste ich noch mit dem Fernglas ein bisschen genauer gucken. Da hatte man gerade so eben den Turm gesehen. Das haben die hier scheinbar freigeschnitten. Okay. Tja Leute, schaut mal hier in diesen Klettergarten, was hier vorbereitet wurde. Hier wäre der eigentliche Eingang in das Werk. Leider zu gut geschützt hier. Hier kann ich mich auch nicht durchquetschen. Dafür bin ich auch zu dick. So, und da hätte man da oben, seht ihr das richtig schön betoniert. Ein richtiger Gang, der geht bestimmt richtig schön nach oben. Hier an der Seite auch irgendwie. Guck mal, Schatz. Komm mal nicht rein. Nee, guck mal da oben. Da hätte es jetzt wahrscheinlich richtig schön, guck mal, wie das ausbetoniert ist. Ja. Richtig schön nach oben gehen können. Ja, guck mal hier dieses Schloss an. Das ist dicht. Das ist, da kannst du dich auch nicht vorbeiquetschen hier. Ja Leute, noch einmal ums Eck gegangen. Und schon sehen wir doch was hier. Also hier könnte man durch, hier haben sie durchgeflext. Guckt euch das mal an, wie das hier ausgebaut ist. Und da hinten ist der Hauptgang wahrscheinlich. Ich sehe gar nichts. Oh, sorry. Da haben sie durchgeflext. Okay. Und da hinten ist der Hauptgang. Soll ich noch mal kurz durch? Ja, lass mir nur eine Taschenlampe hier. Jetzt ist mir das zu groß. So, wir sind gerade durch die Öffnung. So, wir gehen jetzt mal eben kurz. Vielleicht ist das nur eine Hauptkammer. Aber ihr seht, hier ist alles betoniert. Richtig schön. Boah. Richtig große Hauptkammer hier. Gucken jetzt mal eben, ob wir jetzt den anderen Ausgang sehen. Von vorhin gerade. Ja, tatsächlich hier unten. Der andere Ausgang wäre hier unten. Eine Kammer.
Oh, hier zweigt sich's ab, okay. Da ist ein Durchbruch. Ja. Ah, okay. Hier sind wir schon praktisch an der Außenmauer. Da auch. Wir gehen noch mal kurz rechts. Ja, da oben geht im Prinzip das Stollensystem wieder los. Da kommt dann wieder hoch oder vielleicht sogar runter. Ja, okay. Das sparen wir uns aber heute an der Stelle. Da haben wir schon etliche Sachen gemacht in der Richtung. Im Grunde gibt es da nicht viel zu sehen. Das Spannende ist eigentlich hier. Das hier. Hier ist sogar noch ein Bohrkopf. Oh, ist immer noch richtig astreine Beton hier. Und da unten haben sie höchstwahrscheinlich Toiletten oder sowas mal eingebaut. Ja. Okay. So Leute, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von dem Video. Wir sind jetzt auch gleich unten. Es kam jetzt auch nichts mehr, was jetzt irgendwie dazu gehören könnte. Und ja, wie gesagt, das ist wieder ein Teil halt vom Vallo Alpino. Das gegenüberliegende Werk hat scheinbar keinen Eigennamen, gehört mit zum Werk Landro mit den einzelnen kleinen Stellungen, die übereinander in den verschiedenen Etagen reingebaut wurden. Und womöglich gibt es halt in dem Berg noch weitere Stollen und Unterstände, wo sich die Soldaten hätten zurückziehen können. Ja, wie gesagt, wieder ein Beispiel vom Alpenwall, der halt gigantisch groß ist und unzählige Bunker und Stollen immer noch, wie soll man sagen, die man immer noch erkunden kann, ne? Aber es ist halt auch immer so auf eigene Gefahr, weil das meiste halt ungesichert ist. Es gibt ein paar wenige Anlagen, die halt gesichert sind, auch ausgewiesen sind, aber viele halt nicht. Aber jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier ein Outro mache, sehen wir gerade hier noch was im Felsen. Das ist ja witzig. Hier ist noch was, ne? Mach nochmal eben die Kamera gerade. Ja, da oben. Und da unten auch, da ist auch was geziegelt. Da oben könnt ihr es erkennen. Da oben ist noch was. Höchstwahrscheinlich konnten die Soldaten hier mit so einer Trittleiter nach oben. Oder es gab noch irgendeinen anderen Weg, den wir jetzt nicht sehen. Oder einen Stollenzugang, das kann auch sein. Das sieht man meistens auch sehr, sehr schlecht. Aber wie gesagt, dann habt ihr ja hier mal die Beispiele wieder, wie das aussieht da oben. Das hat man noch mal im Nachgang ein bisschen mehr zugemacht. Hier auch. Hier ist auch eine ganz frisch verputzte Wand. Das bedeutet letztendlich, dass hier drin nämlich Stollen sind. Hier geht's rein und dann kann man hier irgendwie hoch. Ja, wie gesagt, das sind die ganzen Beispiele und da gibt es halt unzählige. Und wenn man Glück hat, findet man halt auch noch einiges an Relikten. Gut Leute, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das nächste Video, was hier angezeigt wird. Lasst uns einen Kommentar da, wie euch das Ganze gefallen hat. Abo und Like ist gern gesehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.